28 Angler. Die Zeichen stehen auf Go, Alter. 9 Nationen. Mamma mia. 4 Finaltickets. Was? 3 Zielfische. Oh mein Gott, ist das geil. Ein Finale an einem unbekannten Ort. Und ein Pokal. Der YPC Bank 2025 wird präsentiert von Shimano, Closer to Nature, Closer to People, Hearty Wise, Feel the Difference und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zur 21. Episode des YPC Bank 2025 und damit zum Finalauftakt in Staffel 8. Von ursprünglich 28 Teilnehmern verbleiben nur 4 im Turnier. Titelverteidiger Ton van Ham von Westin, Mark Pachowski von Ilex, Roman Chapkuzo von Fish Explorer und Max Guder von Savage Gear. Nach einer intensiven Gruppenphase und einem noch härteren Halbfinale steht uns zum Abschluss ein 2-tägiger Showdown bevor. Erstmal müssen wir aber klären, wo das letzte Gefecht überhaupt stattfindet. Wir erfahren heute, wo es hingeht, muss ja eigentlich. Naja, hat er doch gesagt. So, Männer. Ton, wir können Deutsch sprechen, oder? Du kannst das. Sehr gut. Also, ihr hattet, glaube ich, alle im Fragenhagel vor dem Turnier schon mal einen Tipp abgegeben, wo es hingehen wird. Was habt ihr alle gesagt? Skandinavien. Schweden. Skandinavien. Finnland. Okay. Also alle erstmal gar nicht so verkehrt, grundsätzlich von der Himmelsrichtung, würde ich sagen. Und die vollen Punkte gehen an Max. Das geht nach Finnland. Okay. Wo genau, sage ich euch nicht, weil wir wirklich vor Ort, also ich will nicht, dass jetzt alle anfangen zu googeln, was kann man da machen oder vielleicht vorher nochmal hinfahren oder was auch immer. Ihr könnt euch auf die gewohnten Fischarten einstellen, also das mit den Catfish Rods war nur ein Joke. Keiner braucht auf Wels fischen im Finale und auch nicht auf Bass dieses Mal. Topwater wird auf jeden Fall eine Rolle spielen. Das kann ich euch fürs Packen noch sagen. Gibt es irgendwelche Fragen noch von eurer Seite? 2 Angeltage, 8 Stunden, 6 Fische, normale Karte. Nee, es wird eine andere Karte sein. Also es werden mehr Fische sein. Ich war selbst noch nie dort, ehrlicherweise. Wie die Bedingungen dann sein werden, kann ich jetzt auch nicht sicher sagen. Es wird sicherlich nicht wahnsinnig heiß. Es ist zu erwarten, dass es auch nicht kalt wird. Es werden, glaube ich, angenehme Temperaturen. Max, du fährst auch gerade zum Angeln? Ich sitze tatsächlich im Auto nach Norwegen. Okay. Also ich werde jetzt einen kleinen Abstecher nach Ulu machen. Ja, Finnland. Aha. Okay, guys. Then good luck with your tournaments. Viel Spaß in Norwegen. Dann warte ich auf euer Tackle, dann schicken wir das hin und es wird schon alles gut gehen und es wird sicher Bock machen. Yes. Okay. Bestimmt eine gute Zeit. Ja, Auf jeden Fall. ich habe auf jeden Fall richtig Bock. Also ich freue mich richtig drauf und bin echt gespannt, was wir da erleben werden. Macht's gut. Ciao. Ciao. Danke. Okay, bye bye. Ciao. Anlaufpunkt und Gastgeber der diesjährigen Finalrunde ist das Lentira Fishing Camp, ganz im Osten Finnlands gelegen und eingebettet zwischen unzähligen Seen und endlosen Kiefernwäldern. Ein perfekter Ort für alle, die Abgeschiedenheit lieben. Das Produktionsteam und unsere 4 Finalisten flogen zunächst über Helsinki nach Oulu. Von dort ging es dann mit dem Mietwagen weiter durch traumhafte Landschaften bis ins malerische Camp, das mit behaglichen skandinavischen Blockhütten, finnischer Sauna und einer exzellenten Küche aufwartet. Die unglaublich herzlichen Gastgeber Elise und Rob führen das Camp erst seit 2023. Neben Hecht, Barsch und Zander kann man in den Flüssen direkt vor der Tür zur richtigen Jahreszeit auch hervorragend Äschen und Forellen fangen. Bear-Watching-Touren im Nationalpark und eine potenziell hohe Bissfrequenz machen das Revier nicht nur für Vollblutangler, sondern auch für Familien mit ungeduldigen Nachwuchsanglern besonders attraktiv. Von unserem Team eine klare Empfehlung.
Wer sich für dieses Reiseziel interessiert, findet in der Videobeschreibung einen Link des deutschen Angelreiseanbieters Kingfisher Reisen. Damit aber genug zum Ambiente. Davon bekommt ihr schließlich noch genug zu sehen. Jetzt zu den Regeln. Geangelt wird, wie eingangs erwähnt, über 2 Tage mit jeweils 8 Stunden. Am ersten Tag beginnt die Angelzeit erst um 12:30 Uhr, damit bis in die Abenddämmerung hinein gefischt werden kann. Eine Fullcard setzt sich aus 8 Wertungsfischen zusammen, wobei wir die Bedingungen an die örtlichen Gegebenheiten angepasst haben. Es müssen jeweils ein Barsch, ein Zander, ein Hecht sowie 3 variable Bonusfische und außerdem 2 obligatorische Topwaterfische gefangen werden. Letztere werden allerdings nicht wie sonst pauschal mit jeweils 10 Bonuspunkten belohnt. Stattdessen wird deren Punktzahl mit den gewohnten YPC-Multiplikatoren berechnet. Dementsprechend zählen auch nur Barsch, Hecht und, im Zweifel auch Topwater-Zander. Alle weiteren Regeln bleiben wie gehabt und anstatt uns noch länger aufzuhalten, tauchen wir lieber ein ins finnische Nirgendwo. Viel Spaß mit der ersten Finalfolge. Hey Leute, willkommen zum YPC Bank Finale 2025. Ich habe es geschafft, ich bin hier mit 3 anderen und wir sind in Finnland. Ziemlich große Überraschung, muss ich sagen. Und wir hatten gestern unseren Scouting-Tag. Ja, es ist teilweise schwierig ans Wasser zu kommen. Es gibt hier auch einige wilde Tiere, wie man schon gehört hat. Ich habe so meine Erfahrung gemacht im Wald, zumindest mit einem Rentier, das ich gesehen habe. Allerdings gibt es hier halt auch echt große Braunbären. Ich habe keinen gesehen, aber ich will auch ehrlich gesagt, glaube ich, keinem begegnen im Wald. Ist alles ziemlich spannend. Wir fahren zum ersten Spot. Ich werde eine Brücke fischen und versuchen auf jeden Fall einen Zander zu fangen. Das wird vielleicht der schwierigste Fisch hier, vom Ufer zumindest. Deswegen versuche ich jetzt direkt mal einen Zander zu fangen, wenn wir auch im Mittag jetzt angeln. Jetzt ist wieder ein bisschen Sonne, ab und zu ein bisschen bewölkt. Und ich glaube, es gibt heute ein bisschen so einen Mix bei mir auf alle 3 Fischarten, auch Topwatern. Ich bin echt gespannt, was die anderen so fangen. Ich habe überhaupt keine Ahnung, mit was zu rechnen ist. Deswegen ab zum Spot und mal gucken, ob gleich was zuppt. Halbe Stunde. Wir müssen jetzt noch seit etwa 15 Minuten durch den Wald marschieren und dann wird der erste Wurf hier in Finnland gemacht. Unfassbar aufgeregt. Finale. Wir sind in Finnland, wirklich im absoluten Niemandsland. Behind the Wolf Border, wie die Finnen hier sagen, also wirklich im absoluten Niemandsland. Wir müssen jetzt noch 15 Minuten in Richtung dieses Waldes hier laufen. Dann kommen wir an den See und dann schauen wir mal, was da so für Fische drin leben. Ich bin unfassbar gespannt, echt aufgeregt, aber habe auch richtig Bock. In dem Sinne, lass uns mal loslaufen. Ja Leute, ich habe mein Gepäck zu Hause mal gewogen. Ist ungefähr 12 Kilo schwer, mein Rucksack. Wir wussten ja nicht, was uns hier erwartet und der ist halt auch genauso voll, weil wir noch keinen Wurf machen durften, schon fast 2 Tage hier sind, also 1,5.
ja, jetzt habe ich natürlich alles mitgeschleppt und es wird gleich eine große Überraschung sein, die ersten 1-2 Stunden, denke ich, was so passiert. Also ich denke, irgendwie ein Fisch wird schon beißen, ein kleiner Barsch oder irgendwas sollte fangbar sein, aber das Ziel ist erstmal der Zander. Mal gucken. Würde mich wundern, wenn Marc gleich am ersten Spot einem Braunbären begegnet. Bei Ton dürfte die Wahrscheinlichkeit dem ersten Anschein nach höher liegen. I saw bear tracks here. Nice, right? Hi guys, and welcome to the first episode from this year's final from YPC Bank. We have a very, very hard task in front of us. We are in Finland, in an unknown lake. And of course we know there is zander, perch and pike, but we really don't know anything about the depth, where it is deep, where it is shallow. We don't know how big the fish get. So it's for us a gamble, and because we have a little bit of overcast, I will start off with topwater. We have 2 fixed topwater fish on our cord, so I would love to get these ones as quick as possible. And after that we will do probably a lot of zander fishing, as I heard this might be the trickiest fish to catch in these lakes. Today we're fishing the evening hours, so I will use those for zander. Cheer me on and let's go. Das sind wir. Puh. Noch 2 Minuten bis zum ersten Wurf. Wo habe ich mich denn hierhin begeben? Ihr seht im Hintergrund eigentlich eine sehr, sehr flache Bucht. Hier schauen überall schon die Schachtelhalme raus und da vorgelagert sind auch ein paar Seerosen, also etwa 1 Meter tief. Ich bin gerade schon mal reingewartet, Wardose war bis hierhin so etwa nass. Ich fange erstmal an mit dem Stickbait, Bullet Mullet 100. Darauf kann man Barsche fangen, darauf kann man Hechte fangen. Nach unseren Regularien hier müssen wir 8 Fische fangen und ich bin Hechtangler. Und ich freue mich darüber, wahrscheinlich 6 Hechte in die Karte zu bringen, einen Barsch und einen Zander. So ist auf jeden Fall der Plan. Mal gucken, ob es aufgeht. Und die letzten 2 Minuten laufen. So Leute, gleich geht's los. Tackle ist soweit ready, wie es ready sein kann. Ich bin ready, müssen nur noch die Fische mitspielen. Hallo liebe Hecht- und Barsch-Zuschauer und herzlich willkommen in Finnland. Wie krass ist das bitte? Endlose Natur, da vorne ist Russland, Bären, Elche, Rentiere, Wahnsinn. Ihr seht, das ist mein See. Wir haben hier jeder unseren eigenen See. Ich glaube nicht, dass wir uns hier viel begegnen werden. Ich werde mit Topwater anfangen, denn wir haben ja 2 Topwater-Fische, die wir explizit füllen müssen. Und wir haben zwar noch keinen einzigen Wurf gemacht, aber meine Erfahrung ist, die Fische reagieren im Sommer sehr, sehr gut auf Topwater-Köder, sowohl Barsch als auch Hecht. Deswegen habe ich mich hier für so einen Stucki Strayer entschieden, 10 cm, das kriegen alle noch gut rein. Und da werden wir jetzt anfangen und erstmal hier die wunderschöne Bucht ausfischen und dann ist da 10 Meter und dann geht es auf Zander und Barsch. Ziel ist Full Cut am ersten Spot. Ist natürlich Maul groß aufgerissen, wir rechnen aber hier nicht mit ultra großen Fischen gerade. Deswegen werden wir erstmal eine Full Cut machen und dann gucken, ob wir noch größere kriegen. Also, ich glaube, wir dürfen fast. Wir dürfen. Abfahrt. We finally can make the first cast. I'm going to put my mosquito mask up because they're killing us here, and we're gonna see what happens today. Let's go. Ja. 13:30 offizieller Start. Ich warte mal rein und mache mal meine ersten Würfe vor die Seerosenkante hier. Okay Leute, es geht los. Ich bin echt mal gespannt, was jetzt passiert. Erster Wurf für mich im Finale 2025. Auch mal gespannt, wie tief es ist hier überhaupt. So, wer fängt den ersten Fisch? Ab in die Kommentare. Okay, er fällt noch. Hier ist auf jeden Fall ein bisschen Wasser, das ist schon mal schön. Muss gleich nur noch trocken. Ja, ich schätze so 5 Meter. Kein Fisch beim ersten Wurf. War nach Finnland, haben sie gesagt. Oh Mann.
Was eine Aufregung. Also wir haben uns zusammen entschieden gestern, dass wir heute spät starten, da wir eine Dämmerungsphase mitnehmen wollen. Und da es hier extrem früh hell wird, also um 4 Uhr ist schon taghell, haben wir uns entschieden, die Abenddämmerung mitzunehmen. Und wir werden heute bis 9:30 angeln. Eben wegen den Zandern, weil die vermeintlich schwierig sind zu fangen. Und wir hoffen, dass in der Abenddämmerung das Ganze ein bisschen leichter ist. Allerdings muss man dann halt auch am richtigen Platz stehen. Wir haben nur die eine Dämmerungsphase. Ja, ich bin echt mal gespannt, wie das ausgeht. Und jetzt fühlt es sich im Moment so an, als würden wir schon bald wieder aufhören zu angeln, weil wir ja normalerweise in der Regel um 16 Uhr Feierabend machen. Im Moment, ja, denke ich so, die Zeit rennt mir weg, aber noch ist ja noch kein Zeitdruck da, aber der kann noch kommen. Nein! Ja, kommt schon! Barsche! Barsche, Feuer am Köder! Oh! Barsche brauchen einen Popper. Ganz schnell mal gerade eben den Köder wechseln. Ich hatte auf jeden Fall mehrere Barsche hinter meinem Stickbait hinterher. Die haben auch richtig geschmatzt, aber haben ihn irgendwie nicht getroffen. Das Stickbait ist ja auch schon recht groß und vielleicht sind das hier auch eher so 28er Barsche. Aber da neben der Seerose, da standen sie. Jetzt ein kleiner Popper ins Rennen, Bullet Pop. Und hoffe ich jetzt, dass sie sich den wegsaugen. Ja, verdammt, wäre gerade maßig gewesen, vermute ich mal. Aber die kennen ja hier nichts, vielleicht kommt er noch mal wieder. Der hat ihn voll drin. Eine erste Reaktion, das ist mir was wert. Bin ich zufrieden mit. Ich war nämlich gerade schon etwas in Sorge, aber ich glaube, da hat man hier keinen Grund zu. Ich hoffe, dass wir heute ganz, ganz viele Fische sehen werden. There's a lot of weed here. Was fast, not a big one, but it was fast, and it's taken by a bigger one. I can see. What a strike! Let's see how long he is. It will be barely 45. Oh no, actually not. 58. Super cool. We're busy just a little time and we got this 57.5, which counts as 58 centimeter pike on top water on a spot on top. Walk the dog bait. Let's put him back and continue fishing. What a strike. There you go. Oh, I was a little scared. He was stuck in the weed, but got him out. I forgot my phone in the car, so the cameraman Eric will upload the fish and we will continue fishing. Hope we can find some more and maybe even a bigger one. Was machen die Fangmeldungen? Thun, Pike, 58 Topwater. Ich meine, es war zu erwarten, wir waren auch nicht weit davon entfernt. An der Front ist erstmal noch alles schwer in Ordnung. So, da ist auch schon der Grund. Kaum 10 Minuten rum, Fisch ist da. Ja, da ist er. Da ist er. Da ist der Barsch. Oder ist doch eher ein Hecht, wa? Das fühlt sich an wie ein Hecht.
Aber ist so, wenn ihr auf einen Topwater-Köder, wie jetzt irgendwie einen Stickbait-Fisch drauf habt, aber der nicht kleben bleibt, immer noch mal was anderes probieren. Ein Smash-Tail oder halt auch schön Popper. Haha. Oh nein! Wow, krasser Fisch, aber leider kein Wertungsfisch. Wahnsinn, das ist auf jeden Fall PB. So ein riesen Aaland habe ich noch nie gefangen. Oh. Freunde, ich glaube, das ist mein PB. Ein riesen Aaland auf Topwater. Der hat immer bestimmt 55 cm. Ich glaube, ich setze den Kollegen ganz kurz zurück. Der will ja auf jeden Fall wieder. Oh. Ja, mach's gut. Das waren aber eben gerade ganz sicher Barsche, die meinem Stickbait hinterhergelaufen sind. Aber Einwurf mit dem Bullet Pop. Pup, schön von der Oberfläche weggenascht, das Ding. Cool. Mal gucken, ob da jetzt noch ein paar Barsche stehen. Jetzt liegt der Aaland da. Eben wollte er noch so los. Ja, jetzt ist er weg. Na gut. Barsch in der Größe wäre was gewesen. Viel zu schwer im Drill gerade für einen Barsch. Hecht. Nee. Aaland. Riesen Aaland. Den Kescher lasse ich direkt aufgeklappt. Da kommt gleich ein Barsch, hoffe ich mal. Welche Serienrosen waren es denn? Da vorne die. Ärgerlich für Max, dass die Topwater-Regeln fürs Finale angepasst wurde. Trotzdem ein schöner Fisch. Roman sucht noch. Okay, letzter Wurf Topwater. Dann gehen wir mal unter die Oberfläche. So, wir arbeiten uns nicht nur so durch die Bucht, sondern hier vorne ist natürlich auch die Krautkante vor. Da stehen in der Regel die Barsche. Dafür nehme ich mir hier so einen Toppis Primus, ein kleiner Twitchbait, 9 cm. Die Farbe finde ich für hier ganz nice. So weiß in diesem braunen Wasser ist in der Regel gut. Und den werden wir jetzt mal genau hier vor die Schilfkante oder vor die Krautkante platzieren. Ich weiß von der Tiefenkarte zumindest, dass es hier so ganz seicht abfällt, bis dann eine richtige Knallkante kommt. Und da kann natürlich auch Barsch und Zander ohne Probleme kommen. Barsch und Hecht meine ich. Zander auch, wenn sie Bock haben. Wir wissen ja nichts, das ist ja unser Problem. Ja, gar keine Ahnung. Roman weiß, dass er nichts weiß. Marc macht empirische Fortschritte. Barsch. Na, Mini-Hecht. Mini-Pike. Okay. Da ist der erste Wertungsfisch. Ein Löwenbarsch. Oh, ich weiß nicht mal, ob der Maß hat. Nein, der hat kein Maß. Eieiei. Das ist ein richtig kleiner Barsch. Da ist er. Tschüppi. What a bite. Okay, we move a little bit to the left. Crazy, what an action. 3 bites. Oh, ist der nächste. Oh Gott, die werden ja kleiner. Ein 10 cm Barsch. Schöner Köderfisch, für die ich gerne fangen würde. Also egal ob Barsche oder Hechte. Ist ja der Wahnsinn. Look, saw the baitfish jumping? Come on, there is a pike here. No way, but there is no pike here. Just a quick check. Oh yeah, 23, 22 and a half. Yep. Second topwater fish. It's no giant with 23 centimeter, but it counts. So I'm happy with it. Let's put it back, do a few more casts, and then we're on our way to the Xander spot. There he goes. Topwater fishing is so much fun. Crazy. Wow, the pike weed is here so nice. It's really the pike grass. Look. Must be big pike around.
Die ersten Fische sind in der WhatsApp-Gruppe und nicht unbedingt überraschend vom Titelverteidiger Ton. Er hat mir aber vorhin schon verraten, dass er Topwatern geht. Er hat 2 Topwaterfische gefangen, die brauchen wir ja auf jeden Fall. Auch 2 verschiedene Arten, das heißt er hat einen Hecht und einen Barsch. Schon mal nicht so schlecht. Die Größe ist natürlich auf den ersten Blick nicht so krass, allerdings bin ich mir nicht so sicher, ob wir hier so viel gute Fische fangen. Es werden sicherlich 2, 3, 4 gute Fische gefangen, aber ich glaube, wir müssen uns so ein bisschen mit den kleineren Exemplaren hier zufrieden geben, zumindest vom Ufer. Man kommt halt echt nur sehr bedingt an die Plätze ran. Deswegen, also überall stehen irgendwie Häuser oder so, wo man hin will. Ich will jetzt halt bei den Leuten irgendwie übers Grundstück latschen, macht man nicht. Aber gut, also Fische gibt es auf jeden Fall zu fangen, wie man sieht. Ja, alles komplett verbaut hier. Max hat derweil andere Schwierigkeiten. Irgendwie stehen die Fische flacher, als man es erwarten würde. Hier ist gerade, als wir vorbeigegangen sind, irgendwas im Flachwasser richtig so explodiert. Aber es ist ja halt 10 cm flach, also man kann ja auch nicht angeln, außer mit dem Frosch. Wenn das Hechte sind, dann kann man ja mit dem Frosch fangen, aber Barsche wird schwierig mit dem Frosch. Aber müssen große Barsche sein. Wir gehen in die Richtung, weiter zum offenen Wasser hin. Wenn die da sind, dann reagieren die direkt. Wird gar nicht lang gefackelt. Geht es direkt weiter auf Barsch. Und dann werden wir viel Zeit auf Zander verbringen, weil so ein bisschen die Vermutung von dem, was wir gehört haben, nahe liegt, dass die am schwierigsten zu fangen sind, gerade mit dem Licht und so. Deswegen hier ist auch eine Stelle, wo eben eine abfallende Kante ist, wo man mit Zandern rechnen kann. Deswegen beim Barschangeln kann auch schon Zander kommen. Aber wir gehen mal einen nach dem anderen durch hier ganz locker. Die Hecht- und Barsch-Weihnachtsgutscheine sind zurück. Perfekt als Geschenk zum Fest, für alle Angler und schonend für dein Geldbeutel. Das bedeutet, den 50-Euro-Gutschein bekommst du für 45 Euro. Den 100-Euro-Gutschein bekommst du für 90 Euro. Und den 200-Euro-Gutschein bekommst du für 170 Euro. Wow! Einfach bestellen und dann bekommst du den gedruckten Gutschein direkt zu dir nach Hause. So einfach ist Freude schenken. Aber Achtung, nur solange der Vorrat reicht und nur auf hechtundbarsch.de. Kurz vor Weihnachten geht's in die letzte Shopwoche des Jahres. In unserer zweiten Shimano Week erwartet euch ein unglaublich krasses Poison Adrena Set im Wert von über 2000 Euro. Im rundum sorglos Paket erwarten dich eine Poison Adrena Casting und Spinning, eine passende Antares und Extend Spinnrolle sowie ultrafängige Köder aus der Bantam World Diver Range. Und wie das Ganze funktioniert? Einfach im Shop beliebige Shimano Produkte kaufen und je 50 Euro Shimano Warenwert landest du automatisch mit je einem Los im Lostopf. Nur vom 14. bis 21. Dezember und nur auf Hecht und Barsch.de. Leider kam hier kein Fisch, der kleine Hecht, der sich abgeschüttelt hat, aber der wäre untermaßig gewesen. Und ein Biss. Daher werde ich mich jetzt hier am Ufer entlang angeln. Hier ist so ein Flachwasserbereich. Bisschen Schilf. Laut Tiefenkarte kommt da hinten im Eck noch mal so eine kleine Mulde. Ob das stimmt, weiß ich nicht. Und das ist quasi der Weg zurück zum Auto. Da werde ich jetzt ein bisschen Topwater, ein bisschen auf Hecht angeln und schauen, dass wir hier unseren ersten maßigen Fisch bekommen. Wäre schön. Das Wetter ist auch am Umschlagen. Die letzten 2 Tage war es ziemlich warm. Jetzt ist es schon bewölkt, kommt ein bisschen Wind. Morgen soll es, glaube ich, auch bewölkt sein und regnen.
Könnte gut sein, weil ich glaube, die Temperaturen waren hier oben viel zu warm. Let's go. Let's go. We got a lot of plans to fish. Es deutet sich früh an. Einige Finalisten werden ihre 10.000 Schritte heute voll machen. Oh, fuck. Da sind sie. Ja, Fisch. Klein, aber Fisch ganz klein sogar. Wenn der überhaupt 22 cm hat. Nee, Micro-Perch, den nehme ich mit der Hand. Entschneidert in Finnland. Den braucht man nicht messen, der kommt ganz schnell wieder zurück. Kleiner Barsch hier. Die Not macht erfinderisch, sagt man doch so schön. That was big. Like 70. Oh. This was a nice pike. The first time he was completely out of the water. So, ich fange jetzt erstmal mit dem Topwater an. Wir brauchen ja dringend 2 Fische für die Karte. Die zählen diesmal nicht nur als Topwater-Punkte, sondern komplett als Fisch. Deswegen werde ich jetzt hier mal den Flachwasserbereich relativ zügig abangeln bis da vorne. Da ist so eine Spitze mit Schilf. Da will ich mich jetzt recht schnell hinarbeiten. Und je nachdem, wie das da aussieht, weil da bin ich nicht hingelaufen, werde ich mich da vielleicht ein bisschen verweilen. Aber das weiß ich noch nicht. Ah, Digga. Der hatte 30. Er hat draußen einen Biss gehabt, dann kam er hier vorne gerade als Nachläufer. So, erste Stunde ist jetzt rum. Ich meine, 3 Fische gefangen, aber 3-mal nichts für die Wertung. Machen wir jetzt mal ganz kurz einen Topwater-Frosch hier drauf, weil die Seerosen da vorne extrem dicht sind. Und man hat jetzt ja eben gerade schon gemerkt, dass die Fische irgendwie doch sehr, sehr dicht an der Uferkante und an der Vegetation stehen. Wo ich mit Stickbait und Popper gar nicht hinkomme. Gucken, ob das jetzt der erste Hecht wird. Ich schaue es mir mal ganz schnell an hier. Hast du gerade auf dein Handy geguckt? Als würde nicht allzu viel gefangen. Wird auch nicht, ne? Oh, was? Erst ein Hecht überhaupt? Oh! Das ist ja böse. Ja, dann mache ich doch noch 3 Würfe auf Mini-Barsch. Da hängt er nämlich. Der könnte maßig sein. Aber wenn, dann ist er gerade maßig. Auf 5 cm. Aber der müsste Maß haben. Still. So, ich würde sagen, mit ganz viel gutem Willen, ne, 23. Die haben mich so geärgert gerade eben da draußen. Super klein sind sie, aber ganz, ganz schön. Und stellt euch mal einen 40er so vor. Der könnte schon gut kommen. So, Prey One, bring mir mehr. Von mir aus auch gerne bratbare. Die fangen so ab 30 an. Und jetzt schauen wir mal. Ich muss noch mal einmal kurz auf die Tiefenkarte gucken, weil das ist eine der wenigen Informationen, die wir haben. Aber es wird extrem schlecht gefangen. Also wenn ich hier gucke, das ist ja gar nichts. Also Ton, ja, 2 Fische, auch ein 23er Barsch auf Topwater und ein 58er Hecht auf Topwater. Max hat einen schönen Aaland gefangen. Schön, aber bringt halt nichts. Ja, und mein Barsch, also das ist ja ganz dünne Nummer. Wir hatten ja eigentlich überall Empfang. Deswegen glaube ich nicht, dass noch irgendwelche Fische in der Pipeline hängen. Und ich wollte auf die Tiefenkarte gucken. Genau. Ja, immer mit dem Wind. Das schmeckt mir doch. Ausholen und schmeißen. Geil. So. Zanderangeln können wir ja eigentlich. Mal gucken, wie das so in Finnland läuft.
Das weiß man ja immer nicht vorher. Tja, Leute, was soll ich sagen? Bis hierhin ist es vor allem kurzweiliges Frequenzangeln, aber wir stehen ja noch ganz am Anfang. Zumindest scheint Ton auf der richtigen Spur zu sein. Should be bike. Ja! Should be bike. He hit it like a maniac. Yeah, he's off. Crazy. Third fish, let's put him back quickly. It's not a giant. It's a pity of the one we lost, but it's always like that, huh? All right. So 46, nothing big. But it's not easy to find big fish here, and it's really a pity about the pike we lost, really. Especially when it's so hard to find decent pike. I'm expecting it was a 70 centimeter pike, so would have brought some points. Ah, okay. Hat eine Stelle gefunden, wo die kleinen Hechte stehen. Oh, Petri und Ton an der Stelle. Wir suchen die auch noch. Aber gerne auch noch mal direkt eine Variante größer. Wir haben schon ganz kleine Hechte gesehen, so 15 cm oder 10. Whoa! That's bigger. No! Fuck! This was a 70. It was tangled, the weed. This was really a good fish, huh? Perch. Good perch. Oh. So it's 27 proved? Yes, sir. I just lost a really nice pike. I estimate again 70. But right after we got this perch. Let's continue fishing. I found a deep edge with some vegetation on the side, and they're hammering it. 27 centimeter, good. Bye bye, little one. Da kommt Barsche, Barsche. Ja, Oh, wie viele? Komm, ja, nein, immer noch, hier vorne. Da ist er. Der ist aber gradmaßig vielleicht. Okay, das ist eine gute Information. Da habe ich was für euch. Es gibt den Strayer nämlich nicht nur hier in 10 cm, sondern auch in 6. Und den kriegt er jetzt. Wenn er es doch bestellt, ist doch kein Problem. Haben wir alles da. Alles nach Finnland verschifft. Wir werden später wahrscheinlich noch darüber sprechen, dass das eine oder andere nicht angekommen ist. Aber den haben wir. Und das nehmen wir doch sehr gerne. So, Feuer frei. Muss noch weiter ins Tiefere gehen. Das ist hier zu flach. Und ganz matschig. Yeah. What a pike. 52 centimeters, and he can go right back like a snake. There he goes. I just said there has to be a pike on the corner of this reed, or how you want to call it. There was a pike. Boom. All right, let's continue. Yeah, perch, but a nice one. Right? No. So super cool perch, 28 centimeter on top water. So that's nice. Let's continue fishing. There was a whole group behind. Ton dreht schon wieder auf. Bislang sind's keine Riesen. Trotzdem marschiert der Belgier hier nach gerade mal 1,5 Angelstunden stracks auf die Vollkart zu, während die anderen noch rätseln.
So, leider war mein erster Spot Frisurglatze. Ging nichts. Schade. Naja gut, das ist das. Wenn man vorher gar nicht geangelt hat, kann sowas schon mal passieren. Dennoch glaube ich, dass da irgendwie Fisch zu fangen ist. Vielleicht ist gerade kein Fisch da, die wollen nicht beißen, weil eigentlich sah es echt gut aus. Von Angeldruck kann man hier oben, glaube ich, nicht sprechen, auch wenn da sicherlich ein bisschen geangelt wird, aber es ist kein Vergleich zu, wo ich sonst angel, deswegen. Ich muss mir jetzt mal überlegen, was wir machen. Überlege ich mir auf dem Weg zum Auto und im Auto. Ich schwitze. Schön ist es hier, wenn man hier noch nie geangelt hat. Ich habe mir hier so ein Loch rausgesucht, was hier so direkt vor den Felsen vorgelagert ist. Sieht auf der Tiefenkarte aus, als ob man reinkommt. Tut man auch für exakt einen Jig. Und dann ist man schon die Kante am Hochklappern. Und die Kante ist so steil, man zieht nur in die Kante rein. Nicht der optimale Platz. Ich mache jetzt da drüben gleich nochmal 2, 3 Würfe. Und dann geht es wahrscheinlich schon an die nächste Stelle. Nicht ganz wie erhofft hier auf jeden Fall. Aber das ist ja das Spannende hier. Wir haben ja wirklich keine Ahnung, wie es hier unter Wasser aussieht. Außer anhand von Tiefenkarten oder so. Und ja, muss man sich jetzt auf jeden Fall erstmal durchwuseln. Mal gucken. Da, Barsche, guck mal da, Barsche. Siehst du sie? Da, guck, sie sind da. Jetzt nur noch mal in 20 cm größer. Hier sind auf jeden Fall Barsche, aber ich glaube, die sind nicht sonderlich groß. Aber dafür haben wir hier so einen kleinen Petit Crankbait. Also wenn Sie den schief anschauen, dann hängen sie meist. Mal gucken, ob die Maß haben. Aber wenn Sie einen 10er Gummi schnappen, dann eigentlich kein so schlechtes Zeichen. Gucken wir mal hier. Einfach so ein richtiges trockenes Tock aus dem Nichts. Das wäre mir jetzt schon ein bisschen was wert, muss ich sagen. Darf auch erstmal ein Hecht sein zum Warmwerden. Oh! Let's just call it random. Ja, da ist er. Da ist er, der Barsch. Da hat er sich an den Seerosen reingehangen hier. Oh, steht ordentlich drin, aber ich glaube, der hängt auch an 100 Seerosen mit dran. Oh, wir könnten tatsächlich einen maßigen Barsch gerade aus den Seerosen gepflückt haben. Gucken wir doch mal eben. Oh, der ist jetzt auch echt nicht so groß. Ich lege die mal ganz kurz drauf. Oh, guck mal. Oh, nein, das ist schon 27er Barsch. Ist bestätigt? 27? Da ist er. Auf Crankbait. Kleine Petit Crank. Ganz fies für die Barsche. Schön ist, wenn Sie den nämlich anstupsen, dann hängen Sie an einem der Haken dran. 28er Barsch. Ne, 27er Barsch. Mach's gut, mein Kleiner. Juhu! Offiziell jetzt entschneidert. War der Topwater-Barsch doch eher 25, wenn der jetzt schon 27 hatte. Naja, cool. Wunderbar. Was lernt man daraus? Also wirklich, wenn man auf Gummifische Fehlbisse hat, auch wenn es jetzt keine großen Barsche sind, aber wenn sie nur hinten so den Tail anstupsen, Crankbait ist halt ganz fies, weil hinten dieser, sag mal, in Anführungszeichen freihängende Drilling, jetzt hänge ich in den Seerosen, freihängende Drilling, der veranlasst natürlich die Barsche dazu, einfach sofort kleben zu bleiben, wenn sie den anstupsen. Und deshalb ist ein Crankbait echt was ganz Fieses für die Barsche. Holland hier. Fisch. Oh. Na, der hat aber nicht das Maß. Wieder ein Zander. Wow. Oh. Dann das Maßband mit nass machen direkt. Ah, der ist zu klein. Der ist definitiv zu klein.
kleine Magic Slim Shad. Alter! Alter! Warte. 43,5. Leute, der Fisch ist maßig. Der Angstgegner, der Zander ist im Netz. Wow, ich werde den jetzt mal schnell releasen und dann werde ich ein bisschen was zum Tackle sagen. So. Danke für deinen Besuch. Cool, den werde ich reporten. Dritten Zander, aber ich freue mich, dass ich ihn habe, Leute. Könnt ihr mir glauben. Hui, Petrimark. Das ist auf jeden Fall der schwierigste Fisch, den es hier zu fangen gilt. Bin ich mir ziemlich sicher. Gut, Leute. Der Zander hat gebissen auf meinen Magic Slim Shad, meinen geliebten Magic Slim von Ilex. Ich habe hier einen ganz leichten Kopf drauf, 2,8 Gramm G-Rider von Ganki. Das Wasser sah hier schon sehr flach aus, ich war hier scouten und ist auch sehr flach, wie ich jetzt gemerkt habe. Aber das Wasser hier an dem Gewässerabschnitt, ich kann es gar nicht so genau sagen, ob das jetzt schon das neue Gewässer ist deutlich drüber. Und hier waren recht große Baitfische unter der Brücke. Es ist zwar sehr flach, aber ich habe gedacht, die Wassertrübung passt eigentlich ganz gut für Zander. Deswegen wollte ich hier unbedingt hin. Und ich bin eigentlich happy, dass ich hierher gefahren bin. Das ist ein kleiner Zander, aber ich habe einen Zander. Der könnte vielleicht wichtig werden, mal abwarten. Aber ich werde jetzt auf jeden Fall aber mal einen größeren Gummi fischen. Weil ich hoffe, dass hier auch ein bisschen größerer Fisch steht. Und dem will ich einfach was Größeres präsentieren. Deswegen werde ich jetzt auf die 5 Inch vielleicht mal hochgehen. Mit 3,5 Gramm Kopfstand und gucken, dass ich einen größeren kriege. Marks Scouting hat sich auf jeden Fall gelohnt, denn der Fisch könnte wichtig werden. Übrigens, die finnischen Räuber sind wirklich interessant gefärbt. Allerdings hatte Roman bisher noch recht wenig Gelegenheit, sich davon zu überzeugen. Ah! Oh, das könnte er gewesen sein. Grrr. In der ersten Absinkphase noch. Oh. Tonperch 27, Tonpike 52, Topwater Perch 28, Mark Zettinger 42. Jetzt könnte man die Nummer natürlich auch ein bisschen optimistischer sehen und sagen, die fangen gerade an zu picken. Aber wer weiß das schon. Ich weiß auf jeden Fall, dass Mark auch nicht besonders weit gefahren ist. Das heißt, es könnte sein, dass der an meinem See angelt. Aber am Ende kocht er auch nur mit Wasser, wird jiggen und so irgendwie seinen Zander daraus lügen. Wenn das Beißverhalten der Zander eine Bissspur wäre, so wird es aussehen. Oh Mann, ey. Mark mag nur mit Wasser kochen, aber immerhin kocht er. Ton ist mittlerweile auch auf einen Gummifisch umgestiegen. Ja. Is it a fish? I don't think it's a fish, guys. Yeah, it is. Or? He took it on the way down. Could be that it's not a fish. I really don't know. It is a zander. Sizable? Barely. So I guess I found the spot for the day. It is. It is, right? It is. Woo! We got him! The difficultest fish from this water. And we just started out. I think we're fishing for a zander for half an hour. Yes! Woo! Bye bye. That's a relief. Man merkt, die Zander sind hier für niemanden selbstverständlich. Ton tütet Fisch Nummer 7 ein und damit bleibt nur noch ein freier Slot auf der Karte. Bis hierhin zeigt der Belgier einmal mehr, was für ein unfassbar guter Uferangler er ist. So we were just topwater fishing and now we found this deep ledge. This was the reason to come to this spot. And we will try to catch sanders. So casting out in the deep areas and fishing with a 10 centimeter shad tease slim. For this kind of fishing, a finesse shad, I've said it 1,000 times, is the perfect rod.
You can do topwater fishing, crankbaits, soft bait jigging for a zander. And something cool to mention is, this is our second edition, so we will have a renewed range. The W6 range will be renewed and they look fantastic. The blank is even more sensitive, it has a super cool carbon grip, and I really love to fish with these rods. So don't forget, all-round fishing rod, W6 Finesse Shed 2nd edition. Oh, da war ein Biss. Da war ein Biss aber. Oh. Oh. Nein. Köder runtergezogen. Nein. Oh. Da ist er. Nein, er ist ausgestiegen. Da war der nächste. Da war der nächste, Freunde. Da war der nächste Barsch. Ja, richtig Druck gemacht. Ich switch nochmal auf Topwater. Das ist wohl das, was gerade am besten läuft. Und werde mal ein bisschen hier das Ufer langsam entlang gehen. Die Barsche fanden es gut. Die Hechte in der Regel sowieso, Ton fängt sie. Und dann ist das auch möglich. Aber ich steige mal hier auf was ganz Natürliches um. Wieder die 10 cm Variante. Aber diesmal sehr natürlich bei der Sonne und im relativ klaren Wasser hier. Müsste das funktionieren. Scale und Kescher nehmen wir mit. Und dann geht es mal ganz langsam hier das Ufer entlang. Hier waren ja eben schon die Barsche. Vielleicht wollen sie ja noch mal. Roman said he will easily catch 45 cm plus perch, 65 cm zanders and a pike of 1 meter. That's what he said. I'm very curious. Then we are up. Oh my god. Oh, that was a bite. Da kommt eine Welle. Ja, eine Barsche. Da ist er. Ein Riesenbarsch. Nicht. Aber ein Barsch ist ein Barsch in meiner Situation. Oh, ja. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ganz stabiler 26er auf den 10 cm Strayer, würde ich sagen. Okay, kleiner Hecht. Krasse Attacke. Oh, beim Rausheben. Beim Rausheben vom Gummifisch ist ein ganz gieriger Barsch hinterher gejumpt. Junge, 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 auf 10er Gummi. Was direkt auffällt bei den Barschen, die haben so ganz, ganz rote Bäuche. Das ist eigentlich sehr hübsch, muss man tatsächlich sagen. So. 25 cm. Ist verwuschelt. Oh, hold on. He's not countable. Huh? Crazy. So I'm following. Hold on. Da ist er. Jo. Und der ist gar nicht so winzig klein und ein rattengeiler Biss. Ach du heiliger Bimbam. Jawohl. Bei Topwater insbesondere. Und wenn die Hechte so hochkommen, immer Rute runter.
Boah, kam der angeschossen. Huiuiui. Und sah deutlich größer aus. Boah, was mache ich denn hier? Als ich dachte. Puh, der hat sich Zeit gelassen. Cool, mega Biss. Der kam richtig geflogen. Einfach den Strayer da weggehauen. So, da liegt an. Und ich würde sagen, den können wir schon 64 attestieren, oder? Nice. Ganz toller Fisch. Die sind hier auch am Bauch so toll gefärbt, diese skandinavischen Hechte, wirklich Wahnsinn. Packen wir den mal schnell zurück, oder? Und da geht er. Da freue ich mich. Also das war ein Bilderbuchbiss. 64er Hecht auf Topwater ist auch schon mal gar nicht so schlecht, wenn ich sehe, was die anderen fangen. Da kann natürlich immer noch mehr passieren. Aber den nehme ich. Jetzt haben wir schon mal 3 von 8 Fischen. Ist schön, ist gut. Ich glaube, Ton hatte, glaube ich, einen 27er Topwater-Barsch. Aber bisher tun wir uns alle noch nichts. Ich vermute halt, dass 1, 2 Kickerfische, insbesondere ein größerer Zander, hier ganz, ganz viel ausmachen werden. Weil am Ende des Tages wird jeder hier seine 3, 4, 60er, 70er Hechte fangen. Großer Hecht könnte auch gehen, aber wir fischen hier leider gerade in ziemlichen Extrembedingungen für hier oben. Sieht zwar alles schön aus, aber das ist genau das Problem. Die hatten die letzten 3 Wochen über 30 Grad hier. Und das ist natürlich für Nordostfinnland nicht gerade normal. Egal, das hat funktioniert. Geil. Hier ist so eine Menge Schilf vor mir und das werden wir jetzt durchgraben. Cool. Ja, das mit den unwegbaren Wetterverhältnissen zieht sich in diesem YPC leider durch. Aber hey, richtig gute Angler müssen sich auch an Ausnahmesituationen messen lassen. Roman ist nun also ebenfalls im Spiel und sein letzter Fisch nötigt der Konkurrenz zumindest verhaltene Anerkennung ab. Nice. Da ist der erste 60-Punkte-Fisch. Petri Roman. Das hört sich doch cool an. Ein richtig großer Barsch. Boah, der hat 45. Boah, ist ein richtig guter Barsch. Also, wir haben gerade eben einen Riesenbarsch begutachtet, der hier rumliegt. Und ich haue mir jetzt einen Hecht ab, der bedeutend kleiner ist als dieser richtig schöne große Barsch. Oh, ist das rutschig. Nein. Also wir halten fest, es gibt hier eine Menge Fisch. Nur wir arbeiten noch an der Größe. Ein Barsch in der Größe wäre es ja schon mal gewesen. Aber der Barsch, der da liegt, der ist locker mal 42, 43. Das ist ein richtig geiler großer Barsch. Puh, den würde ich ganz gerne mal in lebendig jetzt fangen. Boah, der ist echt groß. Also Hechte gibt es hier auch. Oh, schon 6 Fische gefangen, Mensch. Und der Alan war mit Abstand der coolste. Ja, schade. Ich habe gedacht, hier kommt noch ein bisschen besserer Zander jetzt. Habe ich natürlich ganz schön Zeit vereiert. Eine Stunde hier jetzt draufgegangen. Aber gut. So ist es. Vor allem, wenn man vorher hier noch nie war und noch keinen Wurf gemacht hat im Training. Aber ich bin happy, dass ich den Zander habe. Und jetzt geht es zum nächsten Spot. Ein bisschen Topwatern, vielleicht ein bisschen Barsch. Mal gucken. Die Turbo-Louis-Familie wird erweitert um ein weiteres Mitglied. Bislang nur in 7, 10, 14 und 18 Gramm erhältlich. Jetzt ein neues Gewicht. 4 Gramm, noch kleiner, noch leichter und perfekt fürs Flachwasser. Oder jetzt im Winter, wenn die Fische ein bisschen langsamer, träger sind, ist die neue Variante mit 4 Gramm auf jeden Fall etwas für euch. Ab sofort im Handel. Out here, it's never just about the catch. It's the laughter shared between friends, the stillness before a cast cuts through the silence, and the simple joy of being at the water together. Every lure crafted in Japan reflects our dedication to quality.
because the real moment begins long before the bite. Moika, the soul of craftsmanship. Hey Leute, ich habe hier was richtig Tolles für euch. Die My Ilex Selection Markbox 2025. In dieser Box habe ich zusammen mit Ilex eine feine Köderauswahl zusammengestellt, die perfekt zu meinem Angelstil passt. Und viele davon in exklusiven Sonderfarben, die ihr nur in dieser Box bekommt. Enthalten sind einige meiner absoluten Favoriten. Jeder Köder ist sorgfältig ausgewählt, damit ihr direkt am Wasser durchstarten könnt. Und obendrauf gibt es noch ein exklusives Ilex Cap, eine Autogrammkarte und sogar eine limitierte Ilex Backhahn. Aber Achtung, diese Box gibt es nur in einer begrenzten Stückzahl, also warte nicht zu lange und sichere dir jetzt deine My Ilex Selection Markbox und sei bereit für dein nächstes Angelabenteuer. Und denk dran, bald ist Weihnachten. Mit dieser Box hast du eine super Geschenkidee. Zurück nach vorne, 10 Minuten werfen, zurück zum Auto und dann gehen wir mal ein bisschen in den Wald. Und gucken mal, ob da vielleicht noch ein paar bessere Barsche, vielleicht auch noch 1, 2 größere Hechte zu holen sind oder überhaupt Fische. Wir müssen ja erstmal die Karte füllen, ich muss die Karte füllen. Ja, ich finde den Start gar nicht so schlecht. Bisher fangen alle relativ kleine Fische und von daher ist erstmal alles im Lack und wir fangen jetzt den großen. Wir. Alter Sozialist. Oh! Sander bite. It's a perch. Mr. Fulcard. Let's quickly see. 24 centimeter perch. If I'm not mistaken, that means we have a Fulcard. He took it in the deep while jigging for a Zander. So let's see if there is some more of these around. Dann versuchen wir mal da entlang. Irgendwie. So, come on, hier muss doch ein Fisch stehen. Das war's von unserem ersten Platz. Ich weiß nicht, hier etwa 2 Stunden geangelt. Jetzt geht es erstmal zurück zum Auto. Das dauert bestimmt auch 20 Minütchen. Und dann fahren wir nach 20 Minuten und dann ein neues Gewässer, bzw. neuer Gewässerabschnitt. Das ist ja hier alles so weitläufig und so. Wir haben alle schon Fische gefangen. Romans Hecht auf Topwater ist der größte auf jeden Fall mit 64 Punkten. Noch keine Wahnsinnsfische, aber gut, man muss sich auch erstmal hier ein bisschen einangeln, einfinden, gucken, was so geht. Abmarsch, würde ich tatsächlich sagen. Ich habe mir hier eine Kante ausgesucht, die geht so auf 10 Meter runter und ich würde auch sagen, dass ich die 10 Meter, 9 Meter, vielleicht auch 8 Grad erreiche. Ich fische halt auch sehr, sehr leicht und langsam. Meiner Erfahrung nach macht man damit beim Zanderangeln nichts verkehrt, erstmal leicht dran zu gehen. Es gibt Zeiten, da nehmen die auch richtig schnelle Köder, aber in solchen Zeiten nehmen die auch richtig langsame Köder in der Regel. Von daher gehe ich jetzt erstmal langsam ran, weil das meiner Meinung nach die höheren Fangaussichten bietet. Eben die Barsche, die kamen auch auf 10, 7 Gramm, also so relativ langsam. Mit einem 10 cm Gummi halte ich mir halt auch immer noch die Chance auf einen guten Barsch offen. Und das ist so ein bisschen mein Ziel bei der Sache hier gerade. Der Wind hat jetzt auf jeden Fall nochmal deutlich aufgefrischt. Aber ein Großteil des Spots ist auch hier rechts rüber. Deswegen ist das jetzt gar nicht so das Problem. Ich kann gleich viel mit dem Wind werfen, aber ich will hier einmal links rüber auch das Ziefe abfächern. Ich habe da auf jeden Fall auch relativ harten Grund, auch jetzt noch relativ weit draußen. Viel von diesen tiefen Bereichen sind halt einfach Sandflächen und da ist es eher selten, dass die Zander da stehen. Deswegen setze ich hier jetzt auf eher leichtere Gewichte und konzentriere mich hier auf Kantenfuß und die Kante, die hier langsam hochgeht. Oh, das war ein Barsch. Ah, kein schlechter. Das hat gut gerüttelt. Naja. Wow. Wow.
Das kommt ja für den kleinsten Barsch, der jemals im YPC gefangen wurde. Auf Topwater. Ja! Oh, that was a big perch. Shit, that was a nice perch. I mean, not huge, but bigger than 24. Oh. Oh. Ja. Oh. Auf. So, ich hatte jetzt gerade 2 Attacken hier auf Topwater. Ich angel hier ganz dicht im Kraut und habe mich hier für den Gavacho Frog entschieden von Elex. So ein kleiner Hollow Belly Frog, also so ein Soft Frog, wo die Haken versteckt sind. Damit kann ich super im Kraut angeln. Problem ist beim Hechtangeln allerdings auch, dass die Haarrate sehr gering ist. Das ist eigentlich eher was, um auf Schwarzbarsch zu angeln. Aber das Ding kann ich halt wirklich voll ins Kraut und in die Seerosen. Da bleibt auf keinen Fall was hängen. In dem Fall ist leider der Hecht auch nicht hängen geblieben. Das hat keinen Bock mehr. Da ist er. Ich glaube aber nicht, dass der mir das Maß hat. Ein Mini-Pike, Leute. 46 auf dem Kopf. Kleiner Mini-Hecht, der will auch schon los. Und tschüss. Auf einen ganz kleinen Popper. Ich habe jetzt mal hier auf den kleinen Hedora gewechselt von Ganki. Den kann ich auch Walking the Dog führen, also ähnlich wie ein Stickbait. Das ist die Version 43, wenn ich mich nicht täusche. Es gibt noch einen 55er und auch noch größere, 75, 95. Das ist eben so ein Mix aus dem Stickbait und einem Popper. Da hier auch kleine Barsche kommen und ich sehe, dass die anderen jetzt auch keine Riesenfische fangen. Und so ein 25er Barsch holt sich den auch noch von der Oberfläche, sogar noch kleinere, wie man vorher gesehen hat. War der Übeltäter. Ein kleiner 46er Hecht. Im Moment bin ich froh, dass ich ihn habe. Ich hoffe, er bleibt nicht in der Karte, aber wir haben einen Fisch auf Topwater und wir haben einen weiteren Fisch. Wir hoffen auch, dass dieser Hecht nicht stehen bleibt. Aber zunächst gilt natürlich erst die Pflicht, dann die Kür. Allmählich nähern wir uns der Halbzeit. Ein paar Würfe bleiben Max aber noch am neuen Spot. Am nächsten Platz angekommen und hier sieht man auf jeden Fall auf der Navionics Boating Karte, dass hier eine ganz steile Kante ist. Also hier geht es wurfweitentechnisch auf 9,5 Meter runter und das ist sowas, wo ich mir jetzt einen Zander verhoffe. Deshalb jetzt ein großer Fat Minnow T-Tail drauf. Schön in weiß, schöne auffällige Farbe in diesem Moorwasser. Ja, hoffen wir mal, dass wir hier auch schnell einen Zander fangen, weil um den mache ich mir natürlich wieder am meisten Sorgen. Wobei ja Marc und Ton schon auch sofort einen davon gefangen haben. Mal gucken. Ja! Oh! Nein! Nein! In den Steinen abgerissen. Oh! Nein! Die geflochtene Schnur einfach durchgehauen. Das war so ein harter, geiler Biss. Direkt vor den Füßen. Oh, das ist das Problem, wenn man eine Kante angelt, die man nicht kennt. Die Kante scheint, da vorne war es extrem tief. Und ich habe bis hier vorne tief geangelt und hier ist die ganz steile Kante. Genau unten im Kantenfuß einen richtig geilen, harten Biss gehabt. Oh, echt ein schöner Fisch. Sofort in der Kante abgerissen. Ganz schlecht. Oh, mitten im Geflecht einfach durch. Oh, das ist so schwierig bei diesem Kantenangeln. Dann nehmen wir mal die schwerere Route, die hat dickere Schnur. Oh nein, wie ärgerlich. Ich hoffe, er wird den Köder los. Oder am allerbesten beißt er jetzt einfach direkt nochmal auf den nächsten Köder. Und dann hole ich ihm den anderen Köder gerne bereitwillig raus.
Fisch. Das könnte ein Zander sein. Kein großer, aber er macht nichts, was ein Barsch macht. Oh, das wäre ja geil. Ja. Nein. Zielfisch! Zielfisch! Leider gelten die Mindestmaße wie immer. Aber erster Wurf an einem neuen Spot und direkt Zielfisch, das lässt hoffen. Und der kam dolle flach, aber der Stucki, Real Rider, 10 cm, Motoroil, Zander, 10 cm, Zander Design. Der ist viel zu klein, den brauchen wir gar nicht messen. Und damit hat er seinen Dienst getan und schwimmt glücklich zurück. Aber schön sind die, ey. Ah, diese skandinavischen Zander. Ha, das ist gut. Wo einer von denen ist, da sind die anderen oft nicht so weit. Schauen wir mal. Jetzt haben wir einen Erfolgsköder, bei dem werde ich natürlich auf jeden Fall jetzt erstmal noch bleiben. Mache jetzt noch mal 10 Minuten hier. Und ich bin mir sicher, wo die Punkt. Das war ein guter Tock auch. Größer an Zandern ist, sind noch mehr. Haben wir jetzt gerade mal die Bestätigung gekriegt. Vielleicht bleibe ich auch hier, bis ich einen maßigen habe. Ich weiß es noch nicht. Ich sag mal, wenn hier jetzt noch mehrere sind, ist es halt auch nicht auszuschließen, dass hier auf Dauer irgendwann ein größerer kommt. Oh, da ist auch richtig harter Grund. Ganz anders als da vorne rechts. Da war es eher sandig, zwischendurch mal hart, aber hier ist richtig dong, dong, dong. Oh, das ist schön. Das gefällt mir gut. Aber wenn die Bisse jetzt so weit draußen kommen, dafür habe ich sie fertig gemacht, werde ich jetzt umstellen auf Kickback Rig. Habe ich mir einen Kickback Rig fertig gemacht mit 30 Gramm. Und vielleicht ist das der Weg zum Glück. Lass die Jigge trotzdem noch mal hier liegen, falls das nichts bringt auf die ersten paar Würfe. Aber das muss ich machen, das wäre doof, wenn ich die jetzt mitschleppe, die weit draußen beißen. Ich habe eine Weitwurfroute und dann nutze ich sie nicht. Also ich spurte, ich eile. Also, Frequenz ist nicht so geil bei mir. Dafür sind die Fische klein. Oh Mann, auf zum nächsten Spot. Klassischer Altherrenwitz. Bei Ton sieht's mit der Frequenz komplett anders aus. Ja. Ja, ja. Just a small one, but hey, it counts. Oh! I just dropped it here. I dropped it. How many fish is here? Yeah. Oh! In the deep. Yeah. Gonna get one. Yeah. Yeah. Took it good. Yeah. Similar size. Oh, I know where they are. It's full, but it's all too small, so. Yeah. Oh! It felt bigger. Again, while dropping down, I got a bite. Yeah, that's bigger. Oh, good bites. Oh, it's off. Fuck. It's better fish. It's sander, I think. That's a good cast. Yeah, perch. No, it's a pike. Small perch. Last cast with a jig, and we do some top water. This is really deep. Wow.
just to be sure, let's fish the way back. The way to the point. Na gut, ich finde es immer wieder, wenn ein aktiver Räuber da ist, dann kommt er auch sehr schnell. Erster Wurf, Volleinschlag. Das war super, super ärgerlich, den Fisch einfach in der Kante abzureißen. Naja, nun gut. Kam jetzt auch nichts weiter, halbe Stunde hier geangelt. Jetzt geht's an einen nächsten See, wo ich nicht mal unbedingt weiß, ob Fisch drin ist. Auch so ein sehr spannendes Thema hier. Kleiner See, aber ich habe so ein bisschen Baitfisch gesehen und so ein bisschen Fischaktivität, dass da auch Räuber drin sind und die sind wahrscheinlich völlig unbeangelt. Die schnappen wir uns jetzt. Das ist schon unten. Oh, Fisch. Oder? Ja, Fisch. Zu klein für die Wertung. Für den Anfang bin ich damit zufrieden. Scheint zu funktionieren. Jetzt noch bitte Zielfisch. Erster Wurf ist geil. Barsche, ey. Ich zieh jetzt hier durch, bis es dir einen scheiß Zander ab. Zander. Jawohl. Der hat Maß. Und der Catcher ist nicht aufgebaut. Aber in Brandenburg sagt man JBD. Ganz weit draußen. Aber was ein Baby. Der Inbegriff einer Flöte. Himmel, Herrgott, das kann doch nicht wahr sein. Ein 43er Zander, bitte. Also wenn ich das so sehe, dann ist gut, dass wir gleich ein bisschen Zeit im Auto verbringen. Aber sieht doll aus. Oh, what a bite. That's better pike. $60. I think. Good guess, or? It's 58, right? Super cool pikey. 58 centimeters, and he struck it so hard. Let's put him back and continue fishing. Just got a nice upgrade, a pike from 58 centimeters, and with that I close this episode. So first episode is done, first 4 hours of fishing in this Finnish paradise has been done. Now the chase is on for a bigger fish. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber trotz überschaubarer Größen, ich könnte mich sofort in den Flieger setzen, um hier bei einem kühlen, blonden Finnish Frequenz zu angeln. Ton fand am besten in den Tag, dominiert bis hierhin klar und hat bereits die Full Card. Gleichwohl eine mit ausschließlich schlagbaren Fischen. Für Marc spricht, dass er, genau wie Ton, mit dem Zander die prekärste Zielfischart schon abhaken konnte. Bei Roman steht der momentan größte Hecht auf der Habenseite und bei Max ließ zumindest die Routenkrümmung vermuten, dass da kurzzeitig ein richtig guter Fisch und womöglich gar ein Zetti hing. Definitiv ein bitterer Abriss. Ich hoffe, die erste Finalfolge war abwechslungsreich für euch. Nächste Woche seht ihr dann die zweite Tageshälfte und damit auch die potenziell spannende Dämmerungsphase. Ob sich dann vielleicht doch auch größere Räuber aus der Deckung wagen, zeigen wir euch Sonntag ab 18 Uhr. Bis dahin macht's gut und, wie man in Finnland sagt, moi!